Weiter geht's am Z3-Projekt. Wir machen uns an die Felgen, starten im montierten Zustand, nehmen sie dann runter und kümmern uns ums Felgenbett. Schauen wir uns erstmal den Ausgangszustand an. Hinten außen ist es gar nicht so schlimm. Vorne ist die Felge relativ dreckig und generell im Bett nicht wirklich oft sauber gemacht. Sie hat hier und da ein paar Macken und der Glanz ist komplett weg. Von daher lass uns erstmal anfangen mit der Felgenreinigung. Wir verwenden pH-neutralen Felgenreiniger wie immer. Wer da mehr Informationen haben will, guckt einfach mal ins letzte Video. Uni-Schwarz waschen, da haben wir alle Produkte nochmal genau beschrieben. Ansonsten hier in der Videobeschreibung auch das genaue Produkt. Außen sprühen wir mit unserem Vorreiniger ein, relativ stark konzentriert, einfach um den ganzen alten Schmand mal von den Rädern zu lösen. Die sind auch nicht mehr die neuesten. Das heißt, da ist doch das ein oder andere drauf, was wir erstmal runterbekommen wollen. Lassen das Ganze erstmal ein paar Minuten wirken. Immer da die Einwirkzeit beachten bei dem Felgenreiniger, durchaus 5-6 Minuten. Einfach darauf achten, dass er nicht trocknet, aber schön reagiert. Wir spülen erstmal einmal gründlich runter. Das hat den Vorteil, dass wir den kompletten Sand entfernen, um einfach Reibung zu verhindern, um weitere Kratzer zu verhindern. Nehmen wir einfach erstmal hier den Sand runter, weil die Felgen auch gerade frisch von der Autobahn kamen. Also da haben wir mit Sicherheit reichlich Partikel, sprühen erstmal alles gründlich ab und sehen auch schon, das Ergebnis ist schon gar nicht schlecht. Die Felge sieht erstmal sauber aus, von daher kann sich schon mal sehen lassen, reicht uns natürlich nicht. Für die nächsten Schritte nehmen wir die Felgen runter, wir demontieren sie auf unserer Hebebühne mit dem Schlagschrauber, einfach die Felgen runternehmen. Dabei immer darauf achten, dass die Felge nicht auf den Bremssattel oder auf eine Bremsscheibe knallt. Das wäre natürlich alles nicht gut, aber spätestens zu zweit kriegt man das hin. Wir reinigen die Felgen dann intensiv mit einem Pinsel, mit einem Mikrofaserschwamm, mit einer Bürste, je nachdem, was für euch passt. Wir haben jetzt hier einen Pinsel genommen, kommen damit super in die Applikation. Achtung, wenn die Felge hervorsteht, bitte nicht auf den Felgenstern legen. Hier ist sie deutlich hinter der Radkante oder Reifenkante, besser gesagt. Deswegen war es gar kein Problem. Wir konnten die entspannt auf den Boden legen zum Reinigen und kamen so in alle Ecken und Enden. Der Mario aus Goslar ist da super fleißig und reinigt die Reifen, Reifen, Felgen und auch die Radbolzenlöcher, kümmert sich da intensiv um die Verschmutzung, sodass wir die Felge erstmal grundlegend sauber bekommen und das kann sich hier, denke ich, sehen lassen. Die Felge ist wirklich sauber, bis auf die Oxidation in den Bolzenlöchern, aber gut, das kann man nicht verhindern. Die Felgen sind demontiert, intensiv gereinigt und als letzten Teil der Reinigung, um halt wirklich nochmal alles an Kontamination zu entfernen, werden wir die Felge nochmal polieren. Wir gucken auch mal, ob wir noch ein bisschen Glanz drauf bekommen. Gerade bei so einen Alufelgen braucht man sich jetzt keinen Kopf, um großartig Hologramme oder so zu machen. Dann nehmen wir einfach die X-Cut, so einen Polierball für die Felgen und arbeiten einmal durch. Hologramme bei gepulverten Felgen sind auch kein Thema. Ich mache das jetzt hier so. Ich nehme mir das ein bisschen auf den Finger und verteile das erstmal an der Felge, weil sich das mit dem Polierball sonst blöd dosieren lässt. Und so habe ich halt überall erstmal ein bisschen Politur. Es macht gar nichts, wenn die Politur an den Reifen kommt. Da kommt eh später Reifenpflege drauf. Außerdem lässt die sich einfach abwischen. Wer da sehr ängstlich ist, kann die natürlich abkleben, aber eigentlich passiert dabei überhaupt nichts. Und dann bearbeiten wir mal, ich würde sagen, so eine halbe Felge auf einmal, polieren runter oder wischen ab und dann geht's weiter. Ja, wir gehen erstmal auf Stufe 1 mit dem Polierball, also Getriebestufe 1 verteilen die Politur gleichmäßig, damit nicht spritzt und dann können wir ruhig auf Stufe 2 richtig arbeiten, können auch ein bisschen in die Bolzenlöcher mit dem Polierball eindringen und bearbeiten dann die Felge vor allem an den stark verschmutzten Bereichen und polieren einfach so die Felge. Das ist gerade bei so einen Alufelgen relativ einfach. Wie gesagt, bei hochglanzlackierten Felgen muss man natürlich ein bisschen aufpassen, was die Hologramme betrifft. Aber gerade hier können wir da relativ schnell vorgehen. Die Ritze hier poliere ich nochmal mit einem Polierball, mit so einem Polierkegel und auch oben die Naht, die Nut zum Reifen hin. Das hat den Polierball leider gekillt, aber bis dahin hat er einen guten Job erledigt. Gut, nehmen wir mal nach der halben Felge runter und gucken einfach mal, ob wir einen Glanzunterschied sehen. Dreck haben wir auf jeden Fall ordentlich runtergenommen. Wie gesagt, das muss man natürlich immer auf die Art der Felge anwenden. Hochglanz lackierte oder lackierte Felgen, schwarz oder so, müssen natürlich anders poliert werden, das ist ganz klar. Aber hier haben wir eine gepulverte Felge. Ich halte gleich mal eine Lampe drauf, dann werdet ihr sehen, da sieht man auch keinerlei Hologramme oder Polierspuren. Das ist relativ einfach und auch hier an dem Punkt, was ich vorhin sagte, irgendwie Angst mit Politur auf dem Reifen. Zack, weg ist die Politur. Am Ende einfach noch mit Reifen hier rüber. Hier mit dem Pinsel kriegt man es auch easy raus. Also es ist wasserbasierte Politur, da gibt es keinerlei Auskreidungen. Einfach dann Reifengel drauf, fertig. Die Korrosion hier drin haben wir auch versucht mal zu entfernen mit dem Polierkegel. Ging nicht wirklich gut. Plus hier haben wir schon echt so ein bisschen Rostansätze.
Da ist mir das Risiko, dass der Lack runterfliegt, zu groß. Da würde ich lieber einfach ein bisschen Öl oder so reinschmieren, damit man das weiter schützt und jetzt nicht auf Teufel komm raus das hier noch weiter polieren. Man darf eh nicht vergessen, ich habe den Ball ein bisschen an der Oberfläche einarbeiten lassen. Da ist eh der Radbefestigung vor. Das sieht man nachher eh nicht, von daher lasse ich das so, wie es ist. Auch hier haben wir leider einen Schaden, der in der Felge ist. Das ist eine Vertiefung, wäre eine Reparatur wert. Aber ich denke, Glanzunterschied ist auf jeden Fall da. Reinigungseffekt können wir auch sehen. Und das sollte das Ziel sein. Wir kümmern uns jetzt noch ums Felgenbett und dann sind wir fertig mit der Felge. Letzter Schritt, dann haben wir die Felgen auch fertig, ist die Keramikversiegelung. Hier nehmen wir auch das CC Evo, wie für den Lack. Erster Schritt mit dem Paint Prepare, entfetten wir die Oberfläche, um Polierreste und Rückstände zu entfernen. Ich sprühe mir gleich beides ein, damit ich nicht, wenn ich die Front schon abgewischt habe, hier hinten nochmal einsprühe und mir dann alles wieder schmutzig mache. Genauso kann ich mir dann mit einem separaten Tuch einmal den Reifen mit abwischen, falls doch mal hier und da ein Politurrest ist. Nehme ich mir einfach ein neues, sauberes Tuch und gehe einfach einmal systematisch, da muss man so ein bisschen seine Reihenfolge finden, durch. Jetzt kommt der erste Versiegelungsschritt, der Base Coat. Normalerweise ist hier so ein Applikatorschwamm mitgeliefert, auch gleich mit einem Mikrofaserüberzug. Bei der Felge würde ich damit ja schneller an meine Grenzen stoßen, deswegen nehme ich, wichtig, einen nagelneuen Mikrofaserapplikator. Der Vorteil darin liegt einfach, dass ich den hier an die Hand nehmen kann oder wirklich in die Kanten reinarbeiten kann. Deswegen für die Felgen nehme ich lieber den. Base Coat, Achtung, neben der Felge natürlich. Einmal aufsprühen und dann verteilen. Letzter Schritt, Glosscoat, kommt auch hier wie beim Lack drauf. Gerade bei Felgen, die nicht so hoch glänzen, wirklich viel auftragen. Wir brauchen hohen Schutz und man sieht eh nicht so viel von der Oberfläche, da überwiegt dann der Schutz. Wenn ich das Glosscoat hier auf die Innenseite auftrage, trage ich es wirklich schön dick auf. Ich habe hier keine hochglänzende Oberfläche, ich lasse es hier auch drauf stehen, weil ich die Schlieren nicht sehe und dann lieber den hohen Schutz haben will. Außen poliere ich dann natürlich noch einmal ab, aber gerade hier auf der Innenseite, wo ja doch der Bremsstaub besonders stark vorkommt, ist dann der Schutz besser, vor allen Dingen hier auf den nicht sichtbaren Teilen. Man sieht das eh nicht, hier fällt nie Licht drauf, also lieber hier einen hohen Schutz, der einfach lange hält, Bremsstaub abhält und dann ist das fein. Ich glaube, das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Die Felge war bis auf ein paar Macken wirklich auch schmutzig und nicht mehr glänzend. Das haben wir wieder hinbekommen. Die Felge sieht top aus, hat wieder einen schönen Glanz und wir können sie jetzt hier gemeinsam in Teamarbeit auch montieren. Das, ja, kann man natürlich auch alleine machen, aber gemeinsam sind wir stark sozusagen. Von daher einmal die Felgen wieder rauf und festschrauben. Immer dran denken, erst leicht anziehen, dann runter, nicht ganz auf den Boden, noch ein Stück oben lassen, dann mit dem Drehmomentschlüssel ans passende Drehmoment. In dem Fall habe ich den erstmal alle 4 angesetzt, dann einmal runtergefahren, alle angeknackt sozusagen, dann ganz runtergefahren, nochmal nachgeknackt und dann sind die Felgen montiert, sicher und sehen aus wie neu. Tippitoppi und auch mit der Lange gibt es gar kein Problem. Sieht top aus und wir haben schon mal ein Teil fertig. Alle 4 Felgen sind fertig. Wir haben sie intensiv erstmal montiert, gereinigt, dann haben wir sie demontiert, gereinigt, demontiert, poliert und versiegelt. Sehen wieder tipptopp aus. Ich glaube, wir haben alles rausgeholt, was da geht. Sie kommen jetzt wieder aufs Auto und wir sind fertig mit den Felgen. Viel Spaß beim nächsten Video. Hau rein!